Mit dem Update auf unsere Serverversion 15.2 von Nostman Proxy haben wir im Bereich des URL Safeguards neue Features veröffentlicht. Und genau das möchten wir heute einmal direkt an der Oberfläche zeigen. Und zwar sehen wir hier in der NCC von Nostman Proxy in der Nachrichtenverfolgung eine E-Mail, bei der eine URL durch den URL Safeguard umgeschrieben wurde. Und fortan, das sehen wir jetzt gleich an der Oberfläche im Outlook direkt in der E-Mail, werden umgeschriebene Links eben nicht mehr nur mit Protected Link ausgewiesen, wie wir es jetzt hier an der Oberfläche in der Mail sehen, sondern erhalten ebenfalls die Domäne des Originallinks. Das schafft einfach mehr Transparenz und der User weiß, auf welche Webpage hier geführt werden soll. Beim Klick wird der Link logischerweise nochmal durch Nostman Proxy und 32Guards geprüft und wir erreichen die Landingpage, die wir hier ausgewählt haben. Um das nächste Feature zu zeigen, kopieren wir uns hier einmal die Domain heraus, schließen wieder den Browser und springen zurück in die NCC, wo wir die Möglichkeit unter Konfiguration und weiter unter URL Safeguard haben. Und zwar sehen wir hier unterhalb die gesperrten Domains. Dieses Feature ist neu, können problemlos Domains dieser Liste hinzufügen, welche fortan durch den Nostman Proxy im Zugriff verweigert werden. Wir kopieren die Domain hinein, drücken den Button hinzufügen, so taucht es in der Liste auf, bestätigen das Ganze und schon ist es auf aktiv gesetzt. Das Ganze möchten wir natürlich auch ausprobieren, springen zurück in unsere E-Mail und klicken den Link, den wir vorab schon betätigt hatten. Und genau an dieser Stelle blockiert Nostman Proxy den Zugriff. Jetzt schließen wir den Browser wieder, um das Ganze rückgängig zu machen, öffnen unsere NCC, wo wir die noch gesperrte Domain auswählen, unterhalb auf Entfernen drücken und das Ganze bestätigen. Jetzt springen wir zurück zu Outlook, öffnen die E-Mail, klicken unseren Link erneut und sehen, dass er wieder funktional ist und Nostman Proxy ihn nicht weiterhin sperrt. Ein weiteres Feature sind Platzhalter, die wir für gesperrte Domains nutzen können. Das sehen wir hier mit dem Klick auf Hinzufügen. Da haben wir oberhalb die Information Platzhalter, entweder mit einem Sternchen oder eben mit einem Fragezeichen auswählen zu können und somit dann eben auch Subdomains mit abdecken zu können. Das Ganze machen wir wie folgt. Wir kopieren wieder unsere Domain ein, löschen den vorderen Part und ersetzen ihn mit einem Sternchen, um eben Unterdomänen und Subdomains auch damit abgreifen zu können. Bestätigen das Ganze, springen wieder rüber zu Outlook, wo unser Link auf uns wartet, den wir dadurch erneut klicken und siehe da, Nostman Proxy sperrt erneut den Zugriff. Ein weiteres neues Feature, das vor allem in die Internationalisierung von Nostman Proxy mit einspielt, ist die Auswählbarkeit verschiedener Sprachen, wenn es zu E-Mail-Hinweisen kommt. Das können wir hier auf der NCC unter Unternehmensbenutzer bearbeiten und unter dem Reiter Sprache definieren. Hier legen wir es global an, schalten hier einfach mal die englische Sprache aus, speichern und schließen das Ganze und hätten jetzt Deutsch als Standardsprache festgelegt für E-Mail-Hinweise, können aber auch selektiv Ausnahmen vornehmen. Hier unter der Sprache überschreiben wir beispielsweise das für diesen Benutzer und legen Englisch als Sprache fest. Natürlich kann man auch beide Sprachen festlegen, dann würde der E-Mail-Hinweis, der dann eben gespielt wird, in beiden Sprachen im E-Mail-Body oberhalb der E-Mail mit aufgeführt werden. Das Ganze lässt sich auch für die Partner konfigurieren. Auch hier haben wir zum einen die Möglichkeit, das global zu bearbeiten und dann im Nachgang eben auch selektiv für Einzelfälle überschreiben zu können. Und jetzt sehen wir hier Deutsch und Englisch ist bislang ausgewählt. Aktuell arbeiten wir daran, dass wir etliche Sprachen dort mit aufnehmen und das wird in den nächsten Wochen der Fall sein. So, global haben wir es jetzt auf Deutsch gestellt, können selektiv jetzt erneut auf eine Domäne eingehen, diese überschreiben und gesondert auf Englisch
setzen. Das schalten wir ein. Sprache für E-Mail-Hinweise legen wir ebenfalls fest, speichern das Ganze und können den Dialog beenden.